Wir sind in Port Ginesta eingelaufen und haben beschlossen, einen zusätzlichen Tag zu bleiben. Das Wetter hat uns schließlich keine andere Wahl gelassen. Statt uns aber am Boot zu verkriechen, haben wir jede regenfreie Minute genutzt und den Hafen und die Umgebung erkundet. Das stürmische Wetter hat Unmengen an Muscheln an den Strand gespült. Für Muschelsammler wäre das der absolute Traum gewesen. Wir haben zwar keine mitgenommen, aber der Anblick war faszinierend. Gar keine Lust rauszufahren. Es regnet, die Wellen sind jetzt auch recht hoch, zumindest für unsere Verhältnisse, sind knapp 2 Meter. Der Wind ist okay. Aber trotzdem ist es so recht ekliges Wetter, man sieht auch nicht sehr weit. Aber der Hafen ist uns halt einfach zu teuer. Deswegen, wir wollen los. Wir haben uns jetzt einen günstigen Hafen rausgesucht und der kostet, glaube ich, nur 17 Euro die Nacht. Jetzt die Frage noch, ob es netto oder brutto ist. Warum auch immer die hier netto das teilweise angeben, keine Ahnung. Müssen wir jetzt durch. Wettervorhersage sagt, es wird auch nicht so wirklich besser die Woche. Das Wetter hat uns wirklich nicht verwöhnt. Die Wellen waren deutlich präsenter als der Wind, was die Fahrt eher ungemütlich als spannend machte. Die gute Nachricht ist, unsere Rollreffanlage läuft immer besser. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Teflon-Spray reinmachen, aber dann scheint es wieder voll funktionsfähig zu sein. Die schlechte Nachricht ist, unsere Oberwanden sind ganz schön am Wackeln und Zittern. Sind wir uns ein bisschen unsicher. Wir schauen das uns mal im Hafen dann gleich mal an. Die Wellen haben uns kräftig durchgeschaukelt. Die Sonne ließ sich nicht blicken, aber Dennis blieb wie immer die Ruhe selbst. Als hätte er das Schaukeln schon fest eingeplant. Als Mittelmeerraum ist es auch ein bisschen einfacher, finden wir, als die Ostsee, zumindest die polnische Ostsee. Hier ist nach jeden 5 Meilen gibt es einfach einen Hafen. Ja, selbst wenn man also nach einer halben Stunde oder Stunde keinen Bock mehr hat, man kann praktisch überall rechts ranfahren und in den Hafen rein. Macht super easy und sehr angenehm. Kaum im Hafen angekommen, begrüßt uns ein kräftiger Regenschauer. Na, willkommen in Sigur de Calafell. Sobald sich die Wolken verzogen hatten, nutzten wir das Zeitfenster, um schnell im nahegelegenen Laden einzukaufen, bevor der nächste Schauer kam. Ob das Nebel oder Wolken sind. Am Ende waren wir einfach nur dankbar, sicher im Hafen zu liegen. Draußen tobte das Meer und wir mussten uns nur um warmen Tee und trockene Kleidung kümmern. Shit. Doro bringt mich um. So, wir haben beschlossen, unsere Steuerung auf WLAN umzustellen. Jetzt können wir ganz von zu Hause Homeoffice betreiben. Guck doch nicht so. Warum guckst du so? Okay, ich glaube, wir müssen es nochmal drehen. Ja, wir haben jetzt mal zum ersten Mal unser Steuerrad mal abgenommen, weil wir eine Undichtigkeit haben. Im Schlafzimmer tropft es immer wieder rein, wenn es regnet. Und dann haben wir
ein bisschen den Steuerstand unter Wasser gesetzt, zu gucken, wo es undicht ist. Und ja, irgendwie ist es aufs Lenkrad hinausgelaufen. Gucken wir es uns gerade ein bisschen an. Das ist schon merkwürdig, ohne fest montiertes Steuerrad im Cockpit zu stehen. Aber wenn man verhindern will, dass die Koje bei schlechtem Wetter nass wird, muss man eben die undichten Stellen finden und beheben. 100% wissen wir auch nicht ganz genau, wo es reinkam. Vermuten mal, es war das alte Klebeband. Jetzt haben wir es durch ein neues ersetzt. Die Reparatur ist mit neuem Klebeband abgedichtet. Jetzt fehlt uns nur noch ein ordentlicher Regen, um zu sehen, ob unsere Konstruktion wirklich dicht hält. In einem Anflug von Humor versucht Dennis, dem Meer Anweisungen zu erteilen. Man darf ja hoffen, dass es irgendwann mal zuhört. Zurück am Boot haben wir uns an die lockeren Wanten gemacht und festgestellt, dass sie bereits am Limit gespannt sind. Straffer ging nicht mehr. Wir haben außerdem die Feststellschrauben gründlich gereinigt, damit sie sich leichter justieren lassen. Und siehe da, wir haben es geschafft, die Wanten wieder ordentlich zu spannen und gleichzeitig den Mast wie gewünscht auszurichten. Zum Abschluss des Tages bekam auch unser Bordfahrrad noch etwas Liebe. Und ich habe mich endlich darum gekümmert, unsere Schot auf die passende Länge zu kürzen. So, wie viel hat uns der Spaß in Port Ginesta gekostet? Also ausgeschrieben waren 21 € pro Nacht, was eigentlich okay ist. Aber wir hatten eine böse Überraschung. Es kamen Steuern hinzu, die wir so nicht erwartet haben, weil die haben einfach die Nettopreise angegeben. Das heißt, es kamen nochmal gute 6 € dazu, was dann wiederum den Hafen nicht mehr so attraktiv gemacht hat. Allen voran, so viel gab es jetzt auch nicht Deluxe-mäßiges, warum es rechtfertigt hat, dass es praktisch der teuerste Hafen war, den wir jetzt angefahren haben. Ja, man muss jetzt anscheinend echt darauf achten, dass viele Marinas absichtlich Nettopreise angeben anstatt Bruttopreise und dann, dass da noch eine Mehrwertsteuer drauf kommt. Was ein absolutes No-Go von denen war, ist, dass sie unsere Päckchen geblockt haben. Also ich hatte mir einmal fürs Kameraequipment was geholt, ein paar Kleinigkeiten und einmal unser Bootsbrief oder unser Bootsschein, der ankommen sollte. Sie haben uns 3 unterschiedliche Leute im Büro haben uns 3 unterschiedliche Aussagen gegeben, aber im Endeffekt war das Thema, ja, wir nehmen es an, wir geben direkt dann das Bescheid, entweder per Mail oder per Telefon und dann kann man es abholen, aber hat bei beidem absolut nicht geklappt. Später fand ich noch raus, dass sie die E-Mail-Adresse auch noch falsch abgespeichert haben. Und das ist auch noch eine Kunst, vor allem weil wir ihnen über unsere E-Mail-Adresse eine E-Mail geschickt haben. Also vom Preis her würden wir dir auf jeden Fall Badalona empfehlen. Vom Service absolut nicht. Wäre die Frage, ob der andere Hafen, der vielleicht 10 € teurer im Monat wäre, vielleicht besser ist.